1857 beschließt Kaiser Franz Joseph, das Aussehen seiner Residenzstadt Wien radikal zu verändern. Die Stadtmauern und Basteien wurden abgetragen und an ihrer Stelle entstand ein Prachtboulevard mit repräsentativen Gebäuden, die sogenannte Ringstraße. Noch heute sehen wir zwei große Theaterbauten direkt an der Wiener Ringstraße. Zum einen die als K&K Hofoper erbaute Wiener Staatsoper, zum anderen das Burgtheater, das als K&K Hofburgtheater erbaut wurde. Im 19. Jahrhundert befand sich noch ein Theater an der Ringstraße, die Komische Oper, später Ringtheater genannt. Dieses Gebäude sollte mit dem sogenannten Ringtheaterbrand in die Wiener Theatergeschichte eingehen. (1872) erbaten drei Herren die Erteilung einer Konzession zum Betriebe eines neuen Theaters am Schottenringe vis-à-vis der Börse. Das Theater sollte ein privates Gegenstück zu den Theatern des Hofes werden. Zunächst war als Name Wiener Aktientheater angedacht, die Bezeichnung wechselte aber schnell auf Komische Oper. Die Konzession wurde erteilt, die Gemeinde Wien erteilte den Baukonsens und somit wurde 1873 mit dem Bau begonnen. Der Architekt der Komischen Oper war Emil Ritter von Förster. Franz Adamowski beschreibt den Bau wie folgt: Das Theater war ein typisches Kind des Historismus, einer reich gegliederten, renaissancistisch-barocken Fassade und einem prachtvollen, mit verschiedenfarbigem Marmor ausgekleideten Hauptvestibül und aufwendigen Foyers entsprachen enge Stiegen und unübersichtliche Gänge mit Türen, die nur nach innen zu öffnen waren. Die Baupläne des Architekten Förster wurden in der Allgemeinen Bauzeitung von 1875 veröffentlicht. In diesem Querschnitt durch das Theater können wir drei Bereiche sehen. Links der Eingangsbereich und die Foyers, die zur Ringstraße weisen. In der Mitte das Auditorium, rechts die Bühne mit Schnürboden. Mehrmals verweist der Architekt Förster auf die geringe Baufläche. Nachdem der Platz viel zu gering war und namentlich die nötige Tiefe fehlte, blieb mir nichts anderes übrig, als übereinander zu bauen. Das Bauen in die Höhe zeigt sich auch im Auditorium der Komischen Oper. Die ungefähr 1700 Plätze verteilen sich auf 5 Ebenen im Zuschauerraum, das Parterre und die Parterrelogen, darüber 2 Logenränge sowie darüber 2 offene Ränge. Am 17. Jänner 1874 wurde die Komische Oper mit Rossinis Barbier von Sevilla eröffnet. Das war zugleich der Startschuss für die Direktion von Albin Swoboda, die allerdings nicht lange halten sollte. Swoboda demissierte bereits nach 1,5 Monaten. Die kommenden Jahre waren an der Komischen Oper von einem regen Direktoren- und Direktorinnenwechsel gekennzeichnet und auch von finanziellen Schwierigkeiten, die schließlich dazu führten, dass der Stadterweiterungsfonds und damit der Staat zum Eigentümer des Theaters wurde und über die Verpachtung entschied. 1878 wurde der Name des Theaters von Komischer Oper auf Ringtheater geändert, begründet dadurch, dass in den Jahren davor im Gebäude nicht nur Opern, sondern auch Schauspiele aufgeführt wurden. 1881 wurde Franz Ritter von Jauner zum Pächter des Wiener Ringtheaters. Jauner konnte zu diesem Zeitpunkt bereits auf Erfahrungen in der Theater- bzw. Opernleitung zurückblicken. Von 1875 bis 1880 war er Direktor der Hofoper. Nun sollte er also die Geschicke des Ringtheaters leiten. Sein Pachtvertrag umfasste 5 Jahre, von 1881 bis 1886. Die erste Saison unter Jauner startete im Oktober. Im Dezember, genauer am 7. Dezember 1881, war dann als Novität, das heißt deutschsprachige Erstaufführung, Hoffmanns Erzählungen angesetzt, mit Musik von Jacques Offenbach. Die Aufführung verlief erfolgreich, zumindest wenn wir der Rezension der Neuen Freien Presse Glauben schenken. Dort heißt es: Herr Direktor Jauner darf sich rühmen, damit unserem Publikum eine höchst interessante Novität geboten zu haben. Die Musik enthält reizende Melodien und überragt als dramatische Komposition bedeutend das gewohnte Niveau Offenbachs. Direktor Jauner hat die Novität
der man eine lange Reihe von Wiederholungen prophezeien darf, vortrefflich szeniert und geschmackvoll ausgestattet. Bereits für den folgenden Tag, den 8. Dezember, einen Marienfeiertag, war die zweite Vorstellung von Hoffmanns Erzählungen angesetzt. Das Haus war ausverkauft. 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn waren insbesondere die beiden Galerien bereits gut besetzt. Beim Anzünden der durch Gas betriebenen Bühnenbeleuchtung kurz vor Beginn der Vorstellung bricht ein Feuer aus, das sich über die Dekorationen und Prospekte vom Schnürboden aus schnell auf der gesamten Bühne ausbreitet. Löschversuche misslingen laut Adamowski nicht etwa wegen Wassermangel, sondern weil bei der raschen Verbreitung des Feuers die betreffenden Arbeiter auf die Sicherung ihres eigenen Lebens bedacht waren. Aus ähnlichen Gründen unterblieb die Warnung des Publikums. Einer der Bühneneingänge zur Straße wurde geöffnet. Angestellte verwendeten dieses Tor, um aus dem Bühnenbereich nach draußen in die Heßgasse zu gelangen. Durch den dabei entstehenden Luftzug wird allerdings das Feuer angefacht. Zusätzlich werden Flammen, Dampf und Rauch gegen den Bühnenvorhang gedrückt. Der Vorhang wiederum wird brennend in das besetzte Auditorium gedrückt, Berichten zufolge bis zur Höhe der zweiten Galerie. Panik bricht aus, die Zuschauer drängen zu den Ausgängen. Und dann gehen die Lichter aus. Der Beleuchtungsinspektor hatte das Gas abgedreht, um späteren Aussagen zufolge eine befürchtete Explosion zu vermeiden. Auf der Ringstraße versammeln sich inzwischen Menschen. 10 Minuten nach Ausbruch des Brandes trifft die Feuerwehr ein. Polizeirat Anton Landsteiner begibt sich ins Vestibül, wo aber niemand mehr die Treppen herunterkommt. Es wird angenommen, dass der Zuschauerraum schon geräumt sei. Es erfolgt eine fatale Fehlmeldung. Alles gerettet. Inzwischen spielen sich im Inneren schreckliche Szenen ab. Aufsteigende Rauchgase nehmen die Luft zum Atmen. Die Flüchtenden versuchen, im Finstern die Ausgänge zu finden, stürzen übereinander, einige werden ohnmächtig. Viele Türen lassen sich nur nach innen öffnen, was aber wegen der nachdringenden Menge nicht möglich ist. 15 bis 20 Minuten, nachdem das Feuer ausgebrochen war, dürften alle Personen, die noch im Gebäude waren, tot gewesen sein, die meisten erstickt. Als doch noch Menschen in Rettungsabsicht das Gebäude betreten, finden sie nur noch Leichen vor. Bis 3 Uhr früh wird Leiche um Leiche geborgen. Danach macht es die Einsturzgefahr unmöglich. Wochenlang schwelte der Brand in der Ruine weiter. Die genaue Anzahl der Opfer konnte nicht ermittelt werden. Im Ringtheaterprozess wurde sie mit 386 Personen angegeben. Der Ringtheaterprozess, in dem auch Schuldfragen verhandelt wurden, fand im April und Mai 1882 statt. Direktor Jauner wurde zu einer Reststrafe verurteilt, ebenso wie der Beleuchtungsmeister und der Hausinspektor des Ringtheaters. Der damalige Bürgermeister Wiens wurde freigesprochen, trat aber freiwillig zurück. Kaiser Franz Joseph ließ auf dem Baugrund des Ringtheaters aus eigenen Mitteln ein Zinshaus mit Gedächtniskapelle errichten, das sogenannte Sühnhaus. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Sühnhaus von einer Fliegerbombe getroffen und brannte aus. Was bleibt heute noch vom Ringtheater? Wegen des Ringtheaterbrandes wurden strengere Theaterbauordnungen und Brandschutzvorschriften eingesetzt. Dazu gehört eine stärkere Trennung von Zuschauerraum und Bühne durch etwa Brandschutzmauern und den Eisernen Vorhang. Erhalten geblieben sind die 4 Statuen der Attika. Diese Statuengruppe, die auch Singendes Quartett genannt wird, stellt 4 Stimmtypen des Gesangs dar: Alt, Tenor, Sopran und Bass. Die Kalksandsteinfiguren haben den Brand nahezu unversehrt überstanden und wurden im Park des Schlosses Bötzleinsdorf im Westen von Wien aufgestellt. Das Grabmal für die Opfer des Ringtheaterbrandes, das von Rudolf Weyer gestaltet wurde, ist am Wiener Zentralfriedhof zu sehen.
Es wurde 1945 schwer beschädigt, die Wände mit den Namen der Verunglückten wurden zerstört. Zur Erinnerung an die Kriegszerstörungen am Zentralfriedhof wurde das Grabmal auch nach der Restaurierung 1981 als Torso belassen. Schließlich gibt es eine Plakette am ehemaligen Standort des Ringtheaters am Schottenring zum Andenken an die Opfer des Ringtheaterbrandes.